Kürzlich hat unser Direktor einen Blogbeitrag mit dem Titel 100 Tage UB Zürich verfasst. Er spricht darin über Dinge, die schon gut laufen und Herausforderungen, denen wir uns noch stellen müssen. Zwar kann ich den Vergleich mit dem halb leeren und dem halb vollen Glas nicht nachvollziehen. Für mich ist das Glas nämlich zur Hälfte mit Flüssigkeit und zur Hälfte mit Gas gefüllt. Aber ich habe diesen Beitrag zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, welchen Aufgaben ich so nachgehe und wie gut diese laufen. Wir wollen Trends im Bibliotheksumfeld beobachten. Dazu habe ich mir einmal einen Google Alert eingerichtet mit dem Stichwort Universitätsbibliothek. Besonders ergiebig war dieser aber noch nicht. In einer Woche war das große Thema, über welches berichtet wurde, eine Bananenschale, die jemand als Lesezeichen verwendet hatte und die offensichtlich ihre Spuren in dem Buch hinterlassen hatte. In einer anderen Woche wurde über die Universitätsbibliothek der Universität Jena berichtet. Dort hat man sich 2 Laufbänder angeschafft. Vielleicht wäre das ja auch etwas für unser Büro. Es müsste natürlich eines ohne Motor sein, damit die anderen bei der Arbeit nicht gestört werden. Auf einer Mailingliste wurde schließlich über eine Umfrage berichtet, in der es um Herausforderungen in den Bibliotheken in den nächsten Jahren ging. Die Themen, die dabei auftauchten, waren in den Bereichen digitale Transformation, externe Wahrnehmung und Kundenorientierung, organisatorische Entwicklung und Personal und ein paar weitere. Obwohl ich die meisten Punkte gut nachvollziehen kann, auch weil sie bei uns gerade sehr wichtig sind, bleibe ich doch immer wieder bei dem Begriff digitale Transformation hängen. Was soll das eigentlich sein? Nun habe ich für mich eine gute Definition gefunden. Die digitale Transformation ist definiert als ein Prozess der stetigen Weiterentwicklung digitaler Technologien, die unsere Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig prägen. Es entstehen neue Gewohnheiten und Bedürfnisse des täglichen Lebens, sowohl bei Jung und Alt, als auch im Privat- und Geschäftsleben. Beispiele der digitalen Transformation umfassen Social Media, Big Data, Cloud Services, Smart Devices, Internet of Things oder Blockchain, die unser Leben nicht nur begleiten, sondern beeinflussen und verändern. Social Media ist hier ein gutes Stichwort. Ich bin im Social Media Team unserer Bibliothek und versuche nun Studierende mit Posts, Stories und bald auch Reels auf Instagram zu unterhalten. Dazu male ich auch schon mal Ostereier mit dem Visual unserer Bibliothek an oder lasse mir online Canva erklären. Im Moment beschäftigen mich vor allem 3 Fragen. Erstens, wie stellt man Bücher, also zum Beispiel Neuanschaffungen, attraktiv dar? Ich habe dazu Beispiele gesammelt, die wir im Team besprechen können. Zweitens, wie viel Zeit soll man in die Social-Media-Aktivitäten investieren? Ich meine, mehr geht ja immer. Und drittens, schade ich der Konzentration unserer Studierenden, wenn ich ihnen auch noch solche Inhalte anbiete? Stichworte Fragmentierung, schneller Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, Prokrastination. Oder kann ich tatsächlich etwas wertvolle Informationen über Instagram und Twitter vermitteln? Was uns auch ständig beschäftigt, ist die Weiterentwicklung unserer Bibliotheksstatistik. Was könnte oder müsste man noch erheben, ohne dass es den kleineren Bibliotheken zu viel wird? Welche Kennzahlen sind aussagekräftig für die Steuerung und Weiterentwicklung unserer Bibliothek? Was interessiert mehr die einzelne Bibliothek und was ist als Vergleichswert interessant? Was lernen wir aus den Zahlen der letzten Erhebung? Dann sollte ich auch noch einen Teil eines Artikels zu diesem letzten Thema schreiben und hatte mir vorgenommen, ein paar grafische Darstellungen zu machen, also Karten mit einer räumlichen Verteilung zu zeigen. Beispiele für Vergleichswerte können sein, wie viele Medien eine öffentliche Bibliothek einer Gemeinde im Verhältnis zur Einwohnerinnenzahl hat oder wie viel die Ausleihe eines Buches kostet. Und kaum hatte ich diesen Beitrag abgegeben, sollte ich mich auch schon auf den nächsten Vortrag vorbereiten. Wie das so ist, man reicht einen Titel und Abstract für einen Kongress ein, verdrängt das Ganze ein paar Monate und weiß dann kurz vor dem Kongress, wenn man den Vortrag vorbereiten will, nicht mehr genau, was man mit dem Titel gemeint hat. Um etwas mehr Inhalt für den Vortrag zu haben, habe ich eine Umfrage unter meinen Kolleginnen gestartet. Ich habe interessante Antworten bekommen und freue mich auf die Auswertung. 4 Monate existiert unsere Uni-Bibliothek inzwischen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.